Bei uns im Studio begrüßen wir jetzt den Weltkolumnisten Hendrik M. Broder. Guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Guten Abend. Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag und am Sonntag wird gewählt in Brandenburg. Mit welchen Gedanken, mit welchen Gefühlen verfolgen Sie denn die Debatten rund um diese Brandenburg-Wahl? Also ungefähr so, wie Fußballfans den Verlauf der Bundesliga verfolgen. Es geht rauf und es geht runter. Manchmal gewinnen die Besseren, manchmal verlieren die Besseren. Und am Ende kommen dann die Leute, die es schon immer gewusst haben, aber aus Rücksicht auf uns mit der Information zurückgehalten haben. Aber das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Zirkus drumherum. Ich habe das früher eigentlich gut gefunden, inzwischen nicht mehr. Schauen Sie, Wahlen sind das Hochamt der Demokratie. Und ich glaube, sie finden nicht zufällig an einem Sonntag statt. Und ich kann mich erinnern, als meine Eltern zur Wahl gingen, das haben sie immer gemacht, haben sie sich immer gut angezogen, als würden sie zur Kirche gehen. Und dieser Reiz des Einmaligen, auch des, wenn Sie so wollen, religiös Angehauchten, der ist weg. Es geht nur um Zahlen, um Diagramme, um Balken. Es ist kein Rätsel mehr da und auch keine Romantik. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Und wer daran natürlich mitarbeitet, mitträgt oder sagen wir gleich daran schuld ist, das sind wir, das ist die Journalie. Viele Kollegen benehmen sich so, als würden sie Bewerbungen abgeben für den nächsten offenen Job eines Parteisprechers. Und man merkt es auch ihnen an, aber im Prinzip ist es Kaffeesatzleserei. Es ist Kaffeesatzleserei und wer keine Mathematik kennt oder sich in der Kunst des Rechnens nicht auskennt, der ist dann vollkommen platt. Der fragt sich, wieso können zum Beispiel kleine Parteien so entscheidend sein und wie kommt es, dass deren Stimmen, wenn sie nicht gewählt werden, den Großen zugeschlagen werden? Die grundlegenden werden nicht erklärt. Also ich freue mich eigentlich auf den Tag, weil ich dann um 18 Uhr steif und stockartig vor dem Fernseher sitzen werde und mich freuen werde, Entschuldigung, es muss jetzt sein, dass die SPD wieder eins übergebraten bekommt. Das denken Sie also? Naja, also die Frage ist natürlich, ich meine, es gehört ja zu unserem Geschäft, dass wir eben überlegen, was wahrscheinlich sein könnte. Wir wollen das auch irgendwie vorher analysiert haben und am liebsten dann keine großen Überraschungen erleben. Also ist es denn jetzt wirklich unklug, schon mal zu vermuten, was es für Bündnisse dann geben könnte? Ja, erstens ist es voreilig. Zweitens, ich habe das schon jedes zweite Mal gesagt, wenn ich hier sitze, aber es ist so schön. Sie wissen, wie man Gott zum Lachen bringt, nicht wahr? Man macht einen Plan. Oder eine Wahlvorhersage. Das haben Sie noch nie hier gesagt. Oh, doch, aber Sie waren gerade nicht da. Ach so. Immer hier. Naja, okay. Nein, man kann es überhaupt nicht vorhersagen. Das ist ja auch das Schöne daran, das ist das Moment der Unberechenbarkeit. Man kann eben nicht alles kalkulieren, aber wir sind dermaßen durchorganisiert in unserer Gesellschaft, dass alles dem Prinzip der Planungssicherheit folgen muss. Und dabei gibt es keine. Hätte jemand vor 3-4 Jahren damit gerechnet, dass die AfD in einem Bundesland die Spitzenposition einnimmt? Niemand. Niemand. Ja, Sie schon? Na, die berühmten Besserwisser vielleicht. Die berühmten Besserwisser, ja. Und dann gibt es natürlich die Leute, die das Fell des Bären zerlegen, noch während das Tier munter im Käfig herumläuft. Die beiden Kollegen, die haben mir die Namen aufgeschrieben, Hendrik Wüst und Daniel Günther. Die waren gestern oder vorgestern im Fernsehen zu sehen. Und ich fand, die sahen schon aus so wie Waldorf und Stadler in der Muppet Show. Die kamen da ins Bild und sagten, naja, wir haben schwarz-grüne Regierungen und es klappt prima. Und ich habe mich gefragt, war das ein Statement? Wollten Sie damit für Ihre Gestaltung der Nachwahlzeit werben? Allen Ernstes und in aller Würde, was im Land klappt, in Schleswig-Holstein, glaube ich, und in Nordrhein-Westfalen, muss auf der Bundesebene nicht klappen. Im Land Schleswig-Holstein wird nicht über die Lieferung von Waffen in die Ukraine entschieden. Und die beiden redeten so, als hätten sie wirklich eine Zauberformel gefunden. Als seien sie eben ganz zufällig über die Relativitätstheorie gestolpert und müssten sie jetzt präsentieren. Das finde ich einfach albern. Und die gleiche alberne Nummer wird nach der Wahl stattfinden. Ich höre sie schon alle. Ich höre schon Kevin Kühnert und Saskia Esken. Ich höre sie schon alle diesen einen Satz sagen. Wir haben gute Arbeit geleistet, aber wir haben sie schlecht kommuniziert. Wir müssen unsere Politik mehr erklären. Das ist Man kann nicht alles planen, auch nicht Gespräche mit Hendrik M. Broder, oder? Aber deswegen laden Sie mich doch ein, genau. oder? Macht jedenfalls immer Spaß. Herzlichen Vielen Dank. Dank.